In every age, there is a cause worth fighting for. Mit einem neuen Beta-Update hat Entwickler The Aristocrats ihr Starship Troopers RTS erneut kostenlos an etlichen Stellen verbessert und erweitert, weswegen ich dem Titel endlich mal ein eigenes Video widmen muss. Denn Starship Troopers Terran Command ist nicht nur ein gutes RTS, sondern kostet euch auch weniger als 2 Kugeln Eis. Möchten Sie mehr wissen? Troopers, with me! Möchten Sie mehr wissen? Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Auch ich leiste meinen Beitrag. Sie alle leisten Starship Troopers stammt ursprünglich vom gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein aus dem Jahr 1959, wurde aber erst 1997 durch den ersten großen Kinofilm von Paul Verhoeven für die breite Masse bekannt. Ein Kinofilm, der heute absoluten Kultstatus hat und mit seiner satirischen Zeichnung der Zukunft nach wie vor mit zu den besten gehört, was das Sci-Fi-Genre jemals auf die Leinwand gebracht hat. 2004 folgte dann ein wirklich schlechtes B-Movie als zweiter Teil, ehe der dritte Teil, dank der Rückkehr von Caspar Van Dien als John Rico, immerhin nicht ganz Müll war, aber auch nicht an den Erfolg des ersten Teils anschließen konnte, da vor allem das Budget erkennbar kleiner ausfiel. See you on the bounce, Trooper. Neben 2 weiteren CGI-Filmen, die ich zu meiner Schande nie gesehen habe, begann natürlich auch früh die Videospielausschlachtung des Stoffes, was zu allerlei mittelmäßigen bis Müllspielen sorgte, weswegen sicherlich die wenigsten von euch mit den Krachern wie schlicht Starship Troopers aus 2005 oder dem letzten missglückten Versuch in Form von Starship Troopers Extermination in 2024 etwas anfangen können. Hingegen war Starship Troopers Terran Command aus dem Jahr 2022 von Anfang an gut und konnte Presse wie auch Spieler und vor allem mich mit seinem Konzept überzeugen. Das Grundspiel erhaltet ihr mittlerweile, wie eingangs erwähnt, für weniger als 2 Kugeln Eis. Nämlich bei meinem Partner Instant Gaming für wirklich lächerliche 1,50 €. Kaufen. Los! Sir, das verstehe ich nicht. Was fange ich mit einem Messer in einem Atomkrieg an? Eigentlich muss man da doch nur Knöpfe drücken. Der Feind kann keine Knöpfe mehr drücken. Mit so einer verletzten Hand. Wem die anspruchsvolle Singleplayer-Kampagne nicht reicht, kann sich dort auch die beiden guten Add-ons Orban Onslaught für 7,60 € und Rising Hell für 8,30 € für noch mehr Todebugs mitnehmen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Handlungstechnisch werdet ihr im Spiel als kleiner Trupp der mobilen Infanterie auf den Planeten Qualasha entsandt, um offiziell nur ein paar Bergarbeiter zu retten und um die Gefahrenlage der sich durch die Präsenz von angeblich nur vereinzelten Arachnoiden zu beurteilen. Das stellt sich natürlich schnell als Irrtum heraus und ist der Beginn eines planetenumfassenden Krieges gegen die weit überlegenen Horden der Bugs. Die mobile Infanterie ist das Geilste. Oh Gott, das tut ja weh! Na, wenn dir das weh tut, dann sollten wir da ganz schnell was draufgießen. Ja, das ist es. Wir werden kämpfen und wir werden gewinnen. So arbeitet ihr euch als junger Commander Stück für Stück in der Befehlskette nach oben und schaltet so nach und nach neue Updates und Einheiten frei. In Terran Command gibt es aber keinen klassischen Basisbau, sondern einnehmbare Sektoren, auf denen ihr dann das ein oder andere Gebäude ausbauen könnt, um neue Truppen anzufordern oder durch andere, je nach Situation besser passende, zu ersetzen. So hangelt ihr euch Stück für Stück von Stellung zu Stellung voran und versucht allmählich die Map-Control zu gewinnen, indem ihr durch das Vernichten von Bugnestern deren unendlichen Nachschub abschneidet, was sich jedes Mal sehr befriedigend und gut anfühlt. Air support en route. Target locked! Hinten raus zieht der Schwierigkeitsgrad dann noch ordentlich an, da auch die Bugs immer bessere Krieger ins Feld führen können, die euch durch teils größere Reichweite schnell das Leben schwer machen bzw. ausknipsen, wenn ihr nicht aufpasst. Langeweile, Fehlanzeige.
Nachdem die beiden Add-ons, Rising Hell und Urban Onslaught, die Handlung weiter gesponnen haben, wie gesagt, die könnt ihr auch bedenkenlos kaufen, falls euch das Hauptspiel bis zum Ende gefallen hat, präsentierte man uns Anfang Juni eine neue Roadmap für das Spiel. So erhält Terran Command bis Anfang 2026 2 größere kostenlose Erweiterungen und dann auch nochmal 2 kostenpflichtige DLC, welche unter anderem die Story dann wohl zu ihrem Ende bringen. Das für den Sommer angekündigte kostenlose Update ist jetzt via Beta-Branch auf Steam anwählbar und ändert das Spiel direkt so umfassend, dass sich ab hier ein kompletter Neustart aller Missionen anbieten soll. So erhält das Hauptspiel, welches ihr hoffentlich 2 Kugeln Eis vorgezogen habt, oder noch besser genießt, während ihr euch 2 Kugeln Eis gönnt, ach was weiß ich. Unter anderem den M4A Grinder, also eine leichte Waffenplattform, welche schnelle Feuergefechte ermöglichen möchte und sich dann flugs zurückzieht, um im Idealfall die folgenden Bugs ins Sperrfeuer der mobilen Infanterie zu locken. Es gibt aber mit dem M9A Sledgehammer und dem M6A Jäger auch gleich 2 mächtige neue Mechs, sowie mit den 40s E-Pulse Troopers Infanterie, welche mit schweren Rüstungen auch an vorderster Front einiges einstecken können. Der Rising Hell DLC hat in diesem Zug neue Söldnereinheiten erhalten, welche euren Fuhrpark unter anderem mit einem praktischen Reparaturfahrzeug ausstatten. Obendrauf gibt's für den Onslaught DLC mit dem A-12 Pegasus Gunship einen Helikopter, welcher diverse Raketensalven sicher ins Ziel befördert. Da so viele neue Einheiten natürlich auch balanced werden müssen, wurden alle Kampagnen in diesem Zug dahingehend überarbeitet. Wenn ihr also schon länger nicht mehr gespielt habt, lohnt sich ein neuer Versuch ab hier umso mehr. In diesem Sinne... Na schön. Macht alle Waffen scharf und zwar alles, was ihr habt. Das gilt auch für euch, ihr Hunde, oder wollt ihr ewig leben?